Toyota Corolla, Honda Civic, VW Passat, Lada Riva. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie gehören zu den meistverkauften Fahrzeugen aller Zeiten. In den Top 10 findet sich auch dieser Klassiker, der Ford T oder Model T. Von den einst über 15 Millionen in Serienproduktion gefertigten Fahrzeugen haben gerade einmal 1% überlebt. Aber die sind und waren bis heute sehr beliebt. Und was das alles mit Schnee auf sich hat, dazu später mehr. Aber erstmal begrüße ich euch zu einer neuen Folge von PS-Speicher TV hier im Berg- und Tal-Abenteuer-Ressort in Bisping. Henry Ford möchte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Auto bauen, das jeder Schmied reparieren kann. Also ohne Spezialwerkzeug und mit Ersatzteilen aus dem Eisenwarenhandel. Keine Benzinpumpe, kein Ölmessstab, Kraftstoffanzeigen waren Fehlanzeige in der Zeit und Heizung kam erst in den 1930er Jahren dazu. Ford bietet den T in unterschiedlichen Karosserievarianten an. Neben den üblichen Versionen Limousine, Coupé, Cabrio, Roadster, auch als Zwei-Wege-Fahrzeug, Traktor oder Panzerwagen. Denn dank der hohen Bodenfreiheit und den robusten Materialien war der T auch geländetauglich. So auch dieses Snowmobile-Attachment. Virgil D. White, ein Ford-Händler aus New Hampshire, entwickelte dieses Anbaukit, sicherte sich das Patent dafür 1917 und auch die Namensrechte auf den Begriff Snowmobile. Er forschte einige Jahre und 1922 brachte er es auf den Markt. Es enthielt Skier, um die Vorderräder zu ersetzen, sowie eine zusätzliche Achse und Räder hinten. Virgil ersetzte die werksseitige Hinterachse, die Antriebswelle, die hinteren Federn und Spurstangen durch ein 7:1 Ford Truck Schneckengetriebe und befestigte es über zwei auskragende semi-elliptische Blattfedern am Rahmen. Schwerlasträder für die Hinterachse vom Ford TT sowie Anti-Rutschketten waren auch enthalten. Die zweite Achse und der Raupensatz reduzierten die Oberflächenbelastung und sorgten für mehr Traktion. Das Kit gab es in unterschiedlichen Spurweiten, um überall die richtige Größe zu finden, nämlich in 56, 44 und 38 Inch. Virgil White fertigte gerade einmal 70 Einheiten des Anbaus pro Jahr. Die Firma, die die Patente später kaufte, produzierte hingegen 3300 Einheiten. Und ich gehe jetzt nochmal auf die Schneepiste und wir sehen uns nächste Woche wieder. Abonniert am besten unseren Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine Folge von PS-Speicher TV.